Kinder auf einem Fußballplatz. Sie wollen die Abendsonne genießen und dabei ein bisschen kicken. Doch dann feuern wohl Hisbollah-Terroristen aus dem Libanon 40 Geschosse auf Israel. Eine Rakete schlägt auf einem Fußballfeld ein. Der Sprengkopf reißt mindestens 12 Kinder und junge Erwachsene in den Tod. Als Reaktion flog Israel in der Nacht Vergeltungsschläge auf Stellungen der pro-iranischen Terrormiliz. Für das Mullah-Regime in Teheran Grund genug, Israel jetzt offen zu drohen. Achim Unser berichtet. Dieses Handyvideo zeigt den Einschlag der Rakete auf den Golanhöhen. Das Geschoss trifft einen Fußballplatz von Majd al-Sham, während sich dort gerade viele aufhalten und Fußball spielen. Mindestens 12 Kinder und Jugendliche werden in den Tod gerissen. Sie spielten gerade Fußball, da hörten sie Sirenen und rannten Richtung Schutzraum. Um diesen zu erreichen, hätten sie 15 Sekunden gebraucht. Doch dann schlug die Rakete zwischen ihnen und dem Schutzraum ein. Es gab viele Opfer, weil viele auf dem Fußballplatz waren. Neben den Getöteten wurden rund 20 weitere Fußballspieler verletzt. Israel macht die libanesische Hisbollah für den Raketenbeschuss verantwortlich. Diese tragische nationale Tragödie hat die Terrororganisation Hisbollah verursacht. Sie hat die Rakete auf dieses Fußballfeld abgefeuert. Unsere Forensiker haben klargestellt, dass es sich bei dieser Rakete um eine Falak 1 handelt. Die wird im Iran hergestellt und an die Hisbollah geliefert. Die Hisbollah ist die einzige Terrororganisation im Libanon, die Falak-Raketen hat. Während die Verletzten ins Hospital nach Haifa gebracht werden, weist die Hisbollah, die zuvor mehrere Angriffe auf israelische Militärposten für sich reklamiert hatte, jede Verantwortung für diesen Raketenangriff zurück. Allerdings folgte der Raketenangriff auf einen israelischen Angriff, bei dem nach Angaben der Hisbollah 4 ihrer Mitglieder getötet wurden. Israels Regierungschef Netanyahu, der zu Hause weiter in der Kritik steht, verkürzt seinen USA-Besuch. Ich habe beschlossen, unsere Rückkehr nach Israel vorzuziehen. Ich werde sofort nach meiner Ankunft am Sicherheitskabinett teilnehmen. Ich kann nur sagen, dass der Staat Israel dies nicht schweigend hinnehmen wird. Noch in der Nacht beschießt Israels Luftwaffe Hisbollah-Ziele im Libanon, darunter auch ein Waffenlager. Der Iran droht deshalb mit Konsequenzen, ohne diese näher zu erläutern. Die UNO ruft nach dem Angriff auf den Fußballplatz zu größter Zurückhaltung auf. Eskaliert der Konflikt Israels mit dem Libanon, drohe der gesamten Region ein Flächenbrand. Besprechen wir das mit Israel-Korrespondentin Gisela Dax in Tel Aviv. Guten Morgen, Frau Dax. Guten Morgen. 12 Tote bei einem Hisbollah-Angriff auf ein Kinderfußballspiel. Netanyahu, der erklärt jetzt, die Terrororganisation Hisbollah werde einen hohen Preis für diese Attacke zahlen. Wie könnte denn eine Reaktion aussehen? Heute Nacht gab es ja offenbar schon erste Schläge gegen Terrorziele. Ja, das ist jetzt die große Frage. Es ist eigentlich jetzt genau das eingetreten, wovor man seit 10 Monaten Angst hatte oder sich gefürchtet hatte. Nämlich es tobt ein Krieg seit 10 Monaten im Norden Israels, aber er ist begrenzt. Und es war immer die Frage, was passiert, wenn etwas absichtlich oder unabsichtlich einfach zu viele Todesopfer fordert. Und was ist an der Grenze des Ertragbaren noch? Und das gestern, also mit 12 Jugendlichen, und es sind auch noch 3 Schwerverletzte im Krankenhaus, und Mittelverletzte. Das ist jetzt die Frage, ist das jetzt der Kipppunkt, wo man jetzt zu einem vollständigen Krieg mit dem Libanon, was letztendlich auch heißt mit dem Iran, sich da abfinden muss. Die Frage ist, ob man jetzt von begrenzteren, intensiven Gefechten in den nächsten Tagen rechnen muss und sagt, okay, dann fängt man das wieder ein. Das wird jetzt die Regierung heute mit entscheiden. Also wenn der Ministerpräsident wieder zurück ist aus Amerika, er wird gegen mittags landen. Es heißt auch, man muss jetzt nicht gleich sofort reagieren. Das kann erst auch noch ein bisschen andauern. Aber die Lage, würde ich sagen, ist seit 10 Monaten so brenzlig wie noch nie. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Schiitenmiliz, die wird ja vom Iran unterstützt. Dort droht man Israel jetzt mit Konsequenzen. Versucht Teheran hier mit Hilfe seiner Schergen einen Flächenbrand auszulösen? Also in jedem Fall ist eigentlich der direkte Gegner mittlerweile ist tatsächlich der Iran. Allerdings hat die Hisbollah auch immer gesagt, sie würde wenigstens Kämpfe einstellen, käme es zu einem Abkommen mit dem Gazastreifen. Für Israel stellt sich die Frage, ob man wirklich an 2 Fronten gleichzeitig kämpfen kann, sollte, muss.
Das heißt, eine weitere echte große Front im Norden zu haben, ohne dass der Süden, also die Front zum Gazastreifen beruhigt ist, wird es sehr schwierig und kompliziert machen. Die Frage ist auch, wird es zu einem Geiselabkommen letztendlich mit der Hamas kommen können? Da wäre auch ein Ende des Krieges mehr oder weniger mit eingebunden. Das hätte auch Auswirkungen auf die Nordgrenze. Aber da sind viele Faktoren, die einfach da jetzt offen sind. Man hat Angriffe aus dem Iran mittlerweile direkt auch schon hier in Tel Aviv erlebt. Also das wäre nicht das erste Mal, dass man jetzt wirklich Israel gegenüber dem Iran hat. Ob sich die Sachen in den letzten Wochen, vielleicht nächsten Wochen doch noch mal beruhigen oder einkriegen, das wird man sehen. Genaue Prognosen kann man da jetzt nicht abgeben. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dax. Danke auch.